Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute habe ich ein ganz besonderes Rezept für euch. Eine Brennnesselsuppe mit weißen Bohnen, so wie ich sie aus meiner Kindheit in Moldawien kenne. Wenn Frühling erwacht, dann sind die jungen Brennnesselblätter ein echter Schatz. So findet man sie in Fülle und Hülle, zart, frisch und voller Nahrungsstoffe. Also diese Suppe ist ganz einfach zu machen, lecker, gesund und voller Erinnerung. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten: Brennnessel, frisch gepflückt. Dafür war ich extra mitten im Wald, um sie zu finden. Wir brauchen noch Zwiebel, die habe ich schon geschnitten, Zitrone, Karotte, Sellerie, Kartoffeln, Tomate, Knoblauchzehe, frische Petersilie. Wir brauchen noch weiße Bohnen. Ich habe sie aus dem Glas gekocht genommen. Man kann aber auch die trocken nehmen, über die Nacht einweichen lassen und dann kochen. Wir brauchen noch Sonnenblumenöl, man kann aber auch Butter zum Anbraten nehmen. Gewürze, Salz, Pfeffer und Paprikapulver, Lorbeerblätter. Ja, und das war's. Das ist eine super gesunde Mischung an Zutaten und die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, wir legen jetzt sofort los. Das Gemüse wird jetzt erstmal zubereitet, geschält, klein geschnitten und so weiter. Die Zwiebel habe ich schon fertig geschnitten, um mir das Weinen zu sparen. Jetzt werde ich die Knoblauchzehe noch klein schneiden und zu der Zwiebel geben, weil die werden zusammen angebraten, deswegen kommen die auch zusammen. Die Tomate habe ich gewaschen, abtropfen lassen und jetzt wird sie gewürfelt. Das Stück Sellerie wird auch gewürfelt. Die Kartoffeln und die Karotte werden jetzt geschält. Dann die Kartoffeln in mundgerechte Stücke schneiden. Die Karotte schneide ich immer in halbe Ringe. So gefällt mir besser, wenn man die Karotte dann in der Suppe dann sehen kann. Ihr könnt aber auch in Würfeln schneiden. Das geschnittene Gemüse werde ich jetzt waschen und abtropfen lassen. Und zum Schluss kümmern wir uns um die Brennnesselblätter. Sie werden vom Stiel entfernt. Nachher werden sie gründlich gewaschen, grob gehakt und beiseite gestellt. Also dabei nicht vergessen, Handschuhe anzuziehen, weil die jungen Blätter können noch leicht brennen. Nun wird am Herd weitergemacht, in einem Topf Öl oder Butter erhitzen. Wenn das Öl erhitzt ist, dann Zwiebel und Knoblauch darin gleisig dünsten. Dann die Tomate anbraten. Kartoffel, Sellerie und Möhren zufügen und mit anschwitzen.
Ich würze jetzt das Gemüse mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Mit Wasser oder Gemüsebrühe aufgießen und etwa 10 bis 15 Minuten kochen lassen, bis das Gemüse weich wird. Die Lorbeerblätter kommen jetzt auch dazu. Und um das Kochen zu beschleunigen, brauchen wir einen Deckel. Nun teste ich, ob das Gemüse weich ist. Ja, die Kartoffel ist schon durch. Die Karotte auch. Dann können wir die restlichen Zutaten dazu geben. Die Bohnen kommen jetzt rein. Und die Brennnesselblätter zufügen. Gut vermengen und wir lassen die Suppe weitere 5 bis 7 Minuten köcheln, bis Brennnessel weich wird, aber trotzdem die grüne Farbe noch hat. So, dann fehlt nur noch der Zitronensaft. Ich habe die halbe Zitrone, werde ich jetzt reindrücken. Und zum Schluss kommt die gehackte Petersilie noch dazu. Dann lasse ich noch auf niedrige Temperatur ein Minütchen köcheln. Und das war's schon. Die Suppe ist jetzt fertig. Kommt schon in eine Schüssel rein, weil ich mich sehr, sehr freue, gleich sie zu essen. Ja, das duftet und das ist so lecker hier bei mir in der Küche. Et voilà, das ist sie, die leckere und gesunde Brennnesselsuppe. Schnell zu machen. Sie schmeckt nicht nur wunderbar, sondern sie tut uns auch richtig gut, vor allem im Frühling, wenn unser Körper nach frischem Grün ruft. Also, ihr Lieben, nichts wie nachmachen und schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob euch die Suppe geschmeckt hat. Ich würde mich sehr, sehr freuen, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.